Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 6. Folge zur Geschichte Israels, dieses Mal mit der Zeit zwischen 1967 und 1973, also der Zwischenkriegszeit zwischen dem Sechstagekrieg und dem Jom-Kippur-Krieg. Los geht's! Mit dem Ende des Junikrieges, im Westen besser bekannt als Sechstagekrieg im Jahr 1967, schlug in Israel die gedrückte Stimmung, die man noch in den frühen 1960er Jahren gehabt hatte, um in eine nationale Euphorie. Der schnelle und eindeutige Sieg des israelischen Militärs über die arabischen Staaten führte zu einem erhöhten Selbstbewusstsein des Staates Israel, zu Euphorie und Begeisterung in der Bevölkerung. Denn zum zweiten Mal nach dem Palästinakrieg von 1949 hatte Israel einen Kampf gegen arabische Staaten bestritten und eindeutig gewonnen und sich damit spätestens nun 1967 als neue regionale Machtgröße im Nahen Osten verankert. Obwohl der Sechstagekrieg ursprünglich nicht als ein Krieg um Land, also ein Eroberungskrieg, angelegt gewesen war, endete er schlussendlich genau in einem solchen. Denn Israel hatte im Zuge des Sechstagekrieges zahlreiche Regionen erobert. Man eroberte die syrischen Golanhöhen, das jordanisch kontrollierte Westjordanland, den ägyptisch kontrollierten Gazastreifen und die gesamte Sinai-Halbinsel und erweiterte damit innerhalb weniger Tage das israelische Staatsgebiet, faktisch zumindest, um nahezu das Dreifache des ursprünglichen israelischen Staates. Noch wichtiger vielleicht als diese Eroberungen war allerdings die Eroberung Ostjerusalems. Denn mit der Eroberung Ostjerusalems hatte sich nun der jüdische Staat Jerusalem insgesamt angeeignet. Und das beflügelte natürlich die religiösen Gefühle innerhalb des Judentums in Israel. Der Krieg von 1967 wurde in Folge in zahlreichen Publikationen in Israel gefeiert. Man hatte in diesen Publikationen vor allem arabische Stereotype letztlich bedient, hatte die arabische Bevölkerung und schlussendlich die arabischen Staaten und ihre Machthaber herabgewürdigt, hatte die im Grunde zu einem Witz gemacht in gewisser Weise. Insbesondere der ägyptische Präsident Nasser wurde hier stark vorgeführt mit verschiedenen Witzen. Und in dieser ganzen Entwicklung zeigte sich eindeutig dieses massive Überlegenheitsgefühl, diese Superiorität, die die Israelis in dieser Zeit hatten, was schlussendlich ein größeres Problem war, denn damit entwickelte sich auch eine gewisse Eitelkeit in der Bevölkerung und ein Gefühl von Unangreifbarkeit. Und das sollte sich nur wenige Jahre später als eine große Illusion herausstellen. Die nun neu eroberten Gebiete stellten den Staat Israel von Beginn an vor größere Probleme. Zwar hatte die UNO in einer Resolution zeitnah nach dem Ende des Sechstagekrieges die Rückgabe dieser Gebiete gefordert, doch faktisch war das eben nicht so leicht, denn zum einen wollten die unterschiedlichen arabischen Staaten diese Gebiete nicht ohne weiteres zurückhaben, sah man doch zu Recht darin eine Falle Israels in gewisser Weise, denn den arabischen Staaten war natürlich bewusst, dass Israel diese neuen Ländereien als Pfand letztlich benutzte, um Friedensbedingungen diktieren zu können. Und da die arabischen Staaten sich darauf nicht einlassen wollten und Friedensverhandlungen ja ohnehin eigentlich nicht führen wollten, hatte man diese Gebiete nicht zurückverlangt. Auf der anderen Seite konnte Israel aber schlecht diese Gebiete nun einfach wieder verlassen und ohne irgendwelche Kontrolle im Raum stehen lassen. Denn ein quasi staatenloses Gebiet in gewisser Weise war natürlich eine Einladung für Terrorgruppen, die sich dort niederlassen könnten, die für den Staat Israel eine potenzielle Gefahr darstellten. Insofern hatte man gar nicht sonderlich viele Möglichkeiten, als zunächst einmal die Besatzung über diese Regionen aufrechtzuerhalten. Doch das Problem, was damit einherging seit 1967, sollte die israelische Politik tatsächlich über Jahrzehnte beschäftigen. Insofern verwundert es nicht, dass der israelische Außenminister bereits 1969 betonte, dass eine Rückkehr in die Grenzen vor dem Junikrieg im Grunde aus israelischer Sicht undenkbar war, denn damit würde das israelische Sicherheitsinteresse keineswegs bedient werden. Hinzu kam, dass sich in Israel nach 1967 auf dem Höhepunkt dieses neuen Selbstbewusstseins auch eine Groß-Israel-Bewegung in gewisser Weise herausbildete, die es darauf anlegte, diese neuen Gebiete nicht nur temporär, sondern dauerhaft zu annektieren und damit letztlich für israelische Siedler zu öffnen, mit allen Konsequenzen, die das natürlich dann wieder für die arabische Bevölkerung in diesen Regionen haben würde.
Für die arabischen Palästinenser bedeutete das Ende des Junikrieges 1967 eine weitere Katastrophe seit dem Ende des Palästinakrieges des Jahres 1949. Alleine im zuvor jordanisch kontrollierten Westjordanland, das Israel nun besetzt hatte, waren über 250.000 arabische Palästinenser auf der Flucht, die in nicht geringer Zahl bereits schon 1949 nach dem Palästinakrieg Flüchtlinge gewesen waren und jetzt quasi zum zweiten Mal mit Flucht konfrontiert waren. Ähnlich wie beim Palästinakrieg 1949 war ein Teil der Flüchtlinge hier freiwillig gegangen bzw. durch die Kriegsmodalitäten letztlich genötigt worden zu gehen und wiederum andere wurden natürlich auch schlicht und einfach durch das israelische Militär vertrieben, so wie es eben auch 1949 passiert war. Diese Flüchtlinge, die zuvor unter ägyptischer bzw. jordanischer Kontrolle letztlich gelebt hatten, gerieten durch diese Annexion der Gebiete durch den Staat Israel natürlich jetzt erneut auf israelisches Territorium und wurden damit schlussendlich nochmals verdrängt. Man muss sich bewusst machen, nach dem Ende des Krieges 1967 wurden im Gazastreifen, der jetzt nun auch israelisch kontrolliert wurde, genauso wie das Westjordanland, Militärregierungen eingesetzt seitens Israels, die gegenüber den palästinensischen Bewohnern und Flüchtlingen letztlich eine skeptische bis ablehnende Haltung hatten. Das bedeutet viele Anträge von Palästinensern, über 120.000 schließlich dieser Art, in denen man die Forderung stellte, wieder zurückkehren zu dürfen in die eigenen Wohngebiete, wurde durch die neue israelische Besatzung letztlich abgelehnt und nur in wenigen 10.000 Fällen überhaupt genehmigt. Trotz dieser neuen Besatzungspolitik im Gazastreifen, genauso wie im Westjordanland, ließen die Beziehungen zu den arabischen Nachbarstaaten allerdings nie vollends nach. Man hatte immer Kontakte zu den Nachbarstaaten, die man aufrechterhielt. Man hatte immer noch wirtschaftliche Kontakte zu Jordanien. Im Gazastreifen gab es sogar nach wie vor ägyptische Schulbücher, die dort verbreitet waren. Die hatte man zwar zuvor von antijüdischen und anti-israelischen Inhalten gesäubert sozusagen, aber es war eben immer noch zu spüren, dass das Ganze vorher ägyptisch quasi gewesen war, genauso wie im Westjordanland auch jordanische Einflüsse immer noch eine Rolle spielten. Dennoch verhieß das Ende des Krieges im Jahr 1967 natürlich keine großen Verbesserungen, wie man sich vorstellen kann, für die palästinensische Bevölkerung. Insofern gilt der Krieg von 1967 bis heute als Naksa, sprich als Rückschlag, und reiht sich damit hinter dem Palästinakrieg in eine der Katastrophen letztlich für die Palästinenser ein. Der Krieg von 1967 ergriff natürlich nicht nur die Palästinenser, sondern bewirkte auch in der israelischen Bevölkerung größere Veränderungen. Das Militär, was 1967 der große Player letztlich gewesen war, hatte es nun geschafft, durch diesen überragenden Sieg sich endgültig in der israelischen Gesellschaft zu verankern. Das Militär wurde in dieser Zeit hoch gelobt, hatte eine große Ausstrahlung, wurde teilweise religiös aufgebauscht und in gewisser Weise messianisch verklärt. Man feierte das israelische Militär quasi als Befreier des Volkes und Befreier des Staates. Die Zuwanderung vieler Palästinenser auf israelisches Territorium, bedingt durch die Annexion, bewirkte natürlich zum einen wirtschaftliche Vorteile, weil jetzt auch neue Palästinenser letztlich in das israelische Wirtschaftssystem hineinkamen. Auf der anderen Seite konnte aber dieser Umstand nie darüber hinwegtäuschen, dass gerade kulturell und eben durch die Historie bedingt große Gräben zwischen Israelis und Palästinensern weiterhin bestanden. In dieser Zeit, im Jahr 1967, war ohnehin die israelische Gesellschaft in großen Teilen von einem Überlegenheitsgefühl geprägt. Das bedeutet, man sah im Grunde auf die Araber herab und sah in diesen keine größere Bedrohung. Doch genau dieses Herabsehen und in gewisser Weise Araber als Menschen zweiter Klasse zu behandeln, insbesondere in den neu besetzten Gebieten, war natürlich ein großes Risiko, denn damit konnte man natürlich Israelis und Palästinenser auf Dauer nicht zusammenführen, sondern das wirkte im Grunde noch über Jahrzehnte trennend. Und diese Gefahr sahen bereits durchaus israelische Intellektuelle im Jahr 1967, die davor warnten, dass dieses Überlegenheitsgefühl, diese Groß-Israel-Idee, die in dieser Zeit verbreitet war, im Grunde dafür sorgen würde, dass ein weiterer Krieg innerhalb kürzester Zeit folgen würde und das Ganze so niemals zur Ruhe kommen sollte. Tatsächlich sollten sie damit recht behalten, denn bereits seit 1968 standen erneut Konflikte vor der Tür, auch diesmal wieder mit dem arabischen Nachbarstaat Ägypten. Im Juni 1968 begann Ägypten Artillerieangriffe auf israelische Militärstellungen entlang des Suezkanals, an den Israel im Zuge des Sechstagekrieges herangerückt war. Im Herbst 1968 wiederholte Ägypten dieses ganze Verfahren und schlug erneut mit Artillerie auf diese Stellungen ein.
Man muss sich klar machen, Ägypten hatte nicht die Fähigkeiten, Israel in einem größeren Krieg wirklich zu besiegen, sondern das, was der ägyptische Präsident Nasser seit 1968 in Folge durchführte, war in gewisser Weise ein Abnutzungskrieg. Man versuchte, die israelische Bevölkerung zu demoralisieren, Israel schlussendlich innerlich zu schwächen, möglicherweise sogar einen Bürgerkrieg in diesem Land herbeizuführen, indem man tagtäglich dafür sorgte, dass israelische Soldaten in diesen Gefechten eben fielen und in Israel damit eine Debatte schlussendlich, wie wir noch sehen werden, ausgelöst wurde über die Sinnhaftigkeit dieses Krieges. Für Israel kam dieser Abnutzungskrieg, der nun sehr zeitnah begann, nämlich 1968 und damit gerade mal ein Jahr nach dem Ende des Krieges, sehr überraschend. Man hatte nicht damit gerechnet, dass die ägyptische Armee, die man als relativ schwach nach den Erfahrungen von 1967 eingeschätzt hatte, nun bereits wieder in die Offensive gehen würde. Doch tatsächlich hatte man bei dieser ganzen Überlegung die Sowjetunion unterschätzt, denn Ägypten hatte eine enge Bindung an die Sowjetunion und mit Hilfe der Sowjetunion schaffte es Ägypten innerhalb von nur einem Jahr, seine eigenen Streitkräfte einigermaßen zumindest zu regenerieren. Dieser Abnutzungskrieg war mit großen Verlusten für beide Seiten verbunden. Das nötigte vor allem die Sowjetunion dazu, immer wieder neues Kriegsmaterial an Ägypten liefern zu müssen, was wiederum mit großen Risiken auch für die Sowjetunion verbunden war. Denn das neue Kriegsmaterial, modernere Waffensysteme letztlich, die man an Ägypten lieferte, erforderte eine Einarbeitung, an der eben sowjetisches Militärpersonal beteiligt werden musste. Und damit drohten sowjetische Soldaten selbst Ziel israelischer Angriffe zu werden, was möglicherweise einen Konflikt zwischen Israel und Moskau hätte hervorrufen können, was für Israel ein recht großes Risiko war, denn die Israelis konnten sich, anders als heute, damals noch nicht vollends auf die US-amerikanische Unterstützung verlassen, denn die Amerikaner hatten damals ein wesentlich größeres Interesse daran, die Region zu stabilisieren, anstatt sich eindeutig auf die Seite Israels zu stellen. Erst im Herbst 1970 endete so langsam dieser Abnutzungskrieg zwischen Israel und Ägypten, bedingt dadurch, dass der ägyptische Präsident Nasser an einem Herzinfarkt starb und damit quasi Platz machte für einen Nachfolger, der allerdings, wie wir gleich sehen werden, von Israel massiv unterschätzt wurde. Nasser war nun tot und der Abnutzungskrieg einigermaßen eingestellt. Doch nicht nur in Ägypten, sondern besonders in Israel hatte dieser Abnutzungskrieg in der Bevölkerung große Spuren hinterlassen. Man muss sich klar machen, es verging im Grunde kein Tag in diesen Jahren, wo keine Meldungen über verletzte oder gar getötete israelische Soldaten Israel erreichten. Und damit hatte sich in Israel bis 1970 eine gewisse Kriegsmüdigkeit eingestellt. Hinzu kam, dass man in der israelischen Bevölkerung das Gefühl gewann, dass dieser Krieg im Grunde endlos andauern könnte, denn zwischen 1968 und Ende 1970 war keine der beiden Kräfte, weder Israel noch Ägypten, in einem klaren militärischen Vorteil. Man bewegte sich im Grunde kaum, hatte zwar Kämpfe, aber keiner konnte einen wirklich größeren und entscheidenden Vorstoß erreichen, um damit möglicherweise diesen Krieg zu beenden. Insofern war es, wie gesagt, ein Abnutzungskrieg, der in der israelischen Bevölkerung zunehmend auf Widerstand stieß. Und das kratzte natürlich, wie man sich vorstellen kann, an dem ohnehin viel zu großen Selbstbewusstsein, was sich die Israelis nach 1967 angeeignet hatten. Denn plötzlich schien die eigene massive Überlegenheit, politisch wie militärisch, davongefegt und man kam selbst mit Ägypten nur strauchelnd zurecht. Wie man sich vorstellen kann, löste natürlich die zunehmende Kriegsmüdigkeit der Israelis einen Druck auf die israelische Regierung aus, die natürlich immer mehr dazu aufgerufen wurde, diesen Krieg mit Ägypten möglichst schnell zu beenden. Und die in Israel nun amtierende Premierministerin war natürlich dazu aufgerufen, diesen Konflikt nun in irgendeiner Form zu lösen. Doch tatsächlich dachte das israelische Kabinett lange Zeit gar nicht daran, sich gegenüber Ägypten in irgendeiner Form in Verhandlungen zu begeben und brüskierte damit in gewisser Weise die eigene Bevölkerung, die immer stärker in eine andere Richtung ging. Diese divergierende Auffassung zwischen der israelischen Regierung auf der einen Seite und Teilen der israelischen Bevölkerung auf der anderen Seite gipfelte dann im März 1970 in der sogenannten Affäre Goldman. Nahum Goldman, der Präsident des Internationalen Jüdischen Weltkongresses, war von dem noch zu dieser Zeit amtierenden ägyptischen Präsidenten Nasser eingeladen worden nach Ägypten als Vermittler für einen möglichen Frieden oder zumindest Waffenstillstand zwischen Ägypten und Israel. Doch die Voraussetzung war natürlich, dass Goldman in irgendeiner Form von der israelischen Regierung, vom israelischen Kabinett
legitimiert sein musste, solche Verhandlungen überhaupt führen zu können. Und das israelische Kabinett verweigerte sich diesem Versuch. Und damit brüskierte man tatsächlich die eigene Bevölkerung, denn in der israelischen Bevölkerung machte sich nun immer mehr das Gefühl breit, dass die eigenen Politiker offenbar überhaupt kein Interesse daran hatten, diesen Konflikt zu beenden und dieses tägliche Sterben von israelischen Soldaten weiterhin mit ansehen zu wollen. In Folge kam es in Israel zu gesellschaftlichen Protesten gegen die Regierung, insbesondere auch aus den Reihen der jungen Israelis. Insbesondere Schüler spielten hier eine Rolle, und zwar quasi Oberschüler, also Leute, die quasi auf unser Bildungssystem übertragen kurz vor dem Abitur standen und letztlich eben in Folge dann ihren Militärdienst leisten würden in Israel, wie es eben vorgesehen war. Doch nun erlebte Israel zum ersten Mal in seiner Geschichte, dass viele junge Leute sich ganz bewusst den Militärdienst verweigerten, und zwar nicht irgendwie aus moralischen Gründen, sondern vor allem aus politischen Gründen, weil man nicht bereit war, diese Politik mitzutragen, die offenbar auf eine weitere Eskalation mit Ägypten ausgerichtet war. Insgesamt brachte dieser Abnutzungskrieg zusammengefasst für beide Seiten im Grunde gar nichts, denn keine Seite konnte diesen Konflikt militärisch für sich entscheiden. Politisch wiederum könnte man sagen, dass sogar Ägypten hier der größere Nutznießer war, denn man hatte schlussendlich einen Keil zwischen israelische Politiker und Teile des eigenen Volkes gebracht, wodurch man letztlich eben in Ägypten eine Schwächung, eine innenpolitische Schwächung Israels zumindest in Ansätzen erreicht hatte. Nach dem Tod Nassers kam, wie gesagt, in Ägypten ein neuer Regierungschef an die Macht. Der neue Präsident Anwar al-Sadat war in gewisser Weise ein Vertrauter Nassers gewesen, war aber ein Politiker, der in Israel massiv unterschätzt wurde. Man hielt ihn im Grunde für einen politischen Clown, für jemanden, der nicht in der Lage sei, wichtige Entscheidungen zu treffen und Ägypten tatsächlich zu einer Gefahr für Israel werden zu lassen. Doch hier sollte sich die israelische Politik irren und wie sich zeigen sollte, sollte das nicht der einzige Irrtum bleiben. Nach dem Ende dieses Abnutzungskrieges, den Präsident Nasser noch geführt hatte, bemühte sich nun der Nachfolger Sadat darum, Kontakte zu Israel aufzunehmen, im Grunde eine Lösung zu finden für den Konflikt, der nun seit 1967 im Raum stand. Die Idee war im Grunde, dass man erreichen wollte, dass die Israelis sukzessiv zunächst einmal ihre Truppen vom Suezkanal nach und nach zurückziehen würden und schlussendlich wollte man natürlich erreichen, dass Israel alle Gebiete wieder freigeben würde, die man nach 1967 oder im Zuge des Jahres 1967 im Sechstagekrieg erobert hatte. Doch bereits der Versuch einer solchen Vermittlung war zum Scheitern verurteilt, da sowohl das israelische Kabinett als auch das israelische Parlament offenbar kein Interesse daran hatten, in solche Verhandlungen einzutreten. Denn das Sicherheitsbedürfnis war mittlerweile in Israel so ausgerichtet, dass jegliche Aufgabe dieser Gebiete nicht vereinbar war mit dem eigenen sicherheitspolitischen Konzept. Manche erachteten in der Rückschau genau diese Entscheidung Israels, hier nicht mit Ägypten zu verhandeln, als den entscheidenden Punkt, der schlussendlich zum Jom-Kippur-Krieg 1973 führte. Denn den hätte man möglicherweise verhindern können, wenn sich Israel vor 1973 verhandlungsbereiter erklärt hätte. Nach dem Scheitern einer friedlichen Lösung ging nun der ägyptische Präsident al-Sadat erneut in die Offensive und plante bereits seit 1971 eine gewaltsame militärische Rückeroberung der Sinai-Halbinsel. In Israel hingegen schätzte man die von Ägypten ausgehende Gefahr als weitaus geringer ein, als sie tatsächlich war. Denn wie gesagt, zum einen hatte man den Präsidenten al-Sadat nicht wirklich ernst genommen und zum anderen war man auch in Israel der Ansicht gewesen, dass Ägypten so kurze Zeit nach dem Krieg von 1967 keinen erneuten Krieg im großen Stil sozusagen mit Israel beginnen würde. Die Ägypter würden erstmal warten, bis sie überhaupt militärtechnisch auf dem Stand Israels seien, bevor sie einen neuen Krieg beginnen würden. Doch auch das stellte sich schlussendlich als ein Irrtum heraus. Tatsächlich erhielt die israelische Regierung noch im September 1973 und damit nur einen Monat vor Ausbruch des Krieges Hinweise aus Jordanien, dass ein möglicher Krieg im Raum stehen könnte. Doch diese Hinweise und Warnungen hatte man letztlich in Israel vom Tisch gewischt und sich damit schlussendlich auf einen Krieg nicht vorbereitet, den man eben selber als nahezu ausgeschlossen betrachtete. Und so kam es dann schließlich, dass am 6. Oktober 1973 am Jom Kippur, dem jüdischen Versöhnungstag, der als strenger Ruhetag zelebriert wurde, ein Angriff Ägyptens und Syriens auf Israel erfolgte. Anders als die allgemeine Propaganda suggeriert, war das Ziel dieses Kriegsbündnisses nicht, den Staat Israel in seiner Gesamtheit zu vernichten, sondern es ging lediglich darum, die verlorenen Gebiete aus dem Sechstagekrieg von 1967 zurückzuerobern und damit in gewisser Weise die Schmach des verlorenen Krieges wieder gut zu machen. Doch in Israel wird man diese Unterscheidung wohl kaum gemacht haben und so sah sich die israelische Bevölkerung nun im Oktober 1973 erneut konfrontiert mit einer möglichen Vernichtung des eigenen Staates
und Volkes. So viel erstmal bis hierhin in dieser kurzen Folge über die Zwischenkriegszeit zwischen 1967 und 1973, wobei Zwischenkriegszeit natürlich etwas unpräzise ist, denn natürlich hat es in dieser Zeit, wie eben ausführlich gerade beschrieben, durchaus militärische Auseinandersetzungen zwischen Israel und Ägypten gegeben. Ich fasse zusammen. Im Jahr 1967 gewann Israel den sogenannten Sechstagekrieg und konnte damit das eigene Staatsgebiet nahezu verdreifachen. Mit dem Sieg im Sechstagekrieg hatte Israel nahezu das gesamte ehemalige britische Mandatsgebiet Palästina erobert und war damit zu einer neuen regionalen Macht im Nahen Osten geworden. Dieser Krieg hatte nicht nur zu anhaltenden Problemen mit den arabischen Staaten drumherum geführt, sondern hatte natürlich auch für die Palästinenser erneut größere Probleme. Denn natürlich wurden erneute Fluchtwellen angeregt. Das ehemalige jordanisch kontrollierte Westjordanland geriet nun unter israelische Kontrolle. Die syrischen Golanhöhen kamen zu Israel und natürlich auch der ägyptisch kontrollierte Gazastreifen. Und dort, wo eben zuvor Palästinenser unter ägyptischer bzw. jordanischer Herrschaft gelebt hatten, gerieten diese Palästinenser nun erneut unter israelische Kontrolle, wurden teilweise wieder verdrängt, auch weil man eben diese Gebiete mit jüdischen Siedlern letztlich bevölkern wollte, und damit sahen sich viele erneut mit Flucht konfrontiert. Und da viele bereits 1949 schon einmal geflüchtet waren, war es nun ein zweiter großer Schicksalsschlag für nicht wenige Menschen. Nach diesem großen Sieg der Israelis 1967 feierte Israel natürlich seine Überlegenheit und sah sich als die mit Abstand mächtigste Nation in der Region. Man hatte zudem eine gewisse Eitelkeit aufgebaut, blickte auf die arabischen Völker und letztlich auch auf die arabischen Palästinenser in gewisser Weise herab. Doch das Ganze sollte nicht lange anhalten, denn bereits 1968 und damit nur ein Jahr nach dem Krieg eröffnete Ägypten erneut kleinere Feldzüge, in gewisser Weise Grenzkriege sozusagen, entlang des Suezkanals. Diese militärischen Auseinandersetzungen führten über Jahre zu zahlreichen Verlusten auf beiden Seiten, also sowohl auf ägyptischer Seite als auch auf israelischer Seite, und führten in Israel zu immer größerem Unmut mit der eigenen Regierung, die offenbar überhaupt kein Interesse daran hatte, diesen Krieg irgendwann mal wieder zu beenden. Zudem hatte man in Israel auch sehr unterschiedliche Lager. Zum einen hatte man die der ganzen Annexionus- und Besiedlungspolitik der Regierung skeptisch gegenüberstanden, dieser Groß-Israel-Bewegung skeptisch gegenüberstanden, und auf der anderen Seite hatte man eben diese Anhänger der Groß-Israel-Bewegung, die sich im Grunde wieder sahen in der alten zionistischen Bewegung und im Grunde eine erneute Siedlungswelle anstrebten, ähnlich wie es eben vor der Gründung des Staates Israel 1948 gewesen war. Die Konflikte zwischen Ägypten und Israel nahmen dann bis 1973 immer weiter zu. Verschiedene Anläufe, diesen Konflikt zu lösen, die auch von Ägypten schlussendlich ausgingen, wurden von Israel abgeschmettert und sorgten dafür, dass Israel sich bis 1973 nicht wirklich verhandlungsbereit zeigte, was eben auch widerspiegelt, wie sehr überlegen Israel sich in dieser Zeit sah. Doch am Jom Kippur des Jahres 1973, dem 6. Oktober, begannen nun Syrien und Ägypten einen Überraschungsangriff auf Israel, auf den Israel überhaupt nicht vorbereitet war, denn man hatte eben gedacht, dass Ägypten schwach sei und noch lange nicht für einen neuen Krieg vorbereitet sei. Schlussendlich, so viel sei vorweggenommen, sollte Israel diesen Krieg für sich entscheiden können, doch man hatte eben gesehen, dass diese Überlegenheit der Israelis, die man 1967 noch hatte, im Grunde nicht lange anhielt, sondern 1973 erneut kritisch in Frage gestellt wurde. Doch wie es mit dem Jom Kippur-Krieg nun im Einzelnen weiterging, was in diesem Krieg passierte und was danach rauskam, das schauen wir uns dann in einer eigenen Folge an. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und Ähnlichem, und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!